Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge Let's Play and Talk Disco Elysium. Und ja, wir sind immer noch hier in River Show und müssen uns um die Leiche kümmern, unter anderem. Ja, das sind alles noch die Aufgaben, die wir machen müssen. Meine Unterlagen auf. Karaoke muss ich noch singen. Genau. Das Wasserzeichen muss ich noch lesen. So, wir müssen jetzt diese blöde... There he still is, looking right through you with his white eyes. The body below is entirely dedicated to that corpse smell. Emitting it is all it does now. Ah. Aber 3%, ey. The smell is repulsive. It pushes in from your mouth, more instant and more familiar than anything you expected, more fever than odor. It fills your mind, flushing you from within. Na, dann muss ich es so rauslassen. You feel a great force ringing from your stomach. Your body curls and pushes it out, burst by burst, until a pool of vomit lies under your feet and your throat stings from the stomach acid. The smell of Commodore Red rises from the pool. Among it, distilled spirit and bits of shish kebab. Es tut mir leid. It's okay. Happens to everyone. Keep it. Der Lieutenant reicht mir ein weißes Taschentuch. Danke. Ich wische mir den Mund ab. The hangover is clearly making this worse for you. You could use some ammonia to clear your head. Gut, aber woher bekomme ich Ammoniak? That young woman, the gardener, mentioned she used salts for the smell. Okay. If she doesn't have any, there might be some in the fruit store nearby. Fried? Acquiring ammonia will provide a modifier to the white check. Modifiers make checks easier and allow you to retry them. Okay, ich drehe mich um. Jetzt habe ich das Gegenstände, Taschentuch bekommen und eine neue Aufgabe. Untersuche die Leiche des Opfers. Ja, jetzt brauche ich halt Ammoniak. Hey, so we've been monitoring you internally, and now we know your Copo type. Augenblick, es gibt Bullentypen? Yes. Guess what's yours? Bin ich der coole Bulle? Bin ich eine Art Waffenbulle? Bin ich der bedauernde Bulle? Tut mir leid, ich bin nicht sicher. Tut mir leid, dass ihr mich überwachen musstet. Bin ich der coole Bulle? No, you're the sorry cop. The cop who's sorriest. Let's make it official then, shall we? Okay. Aber welche Bullentypen gibt es sonst noch? Oh, you know. Apocalypse, Superstellar, the advanced interesting cop, liquid shadow cop. But you're too sorry to say those things. So, here we go. Dann werden die anderen Typen, Bullentypen nicht neidisch sein. What? Jealous of the sorry cop? I think they'll be fine. Don't worry. They'll be super fine. It'll be totally okay. You can dual Copo type from sorry to anything. Ja, tut mir leid, ich bin dabei. Of course you are. It's okay. See if you can get something out of this, like info. Or maybe every time you say you're sorry,
you get $1 million. That won't happen. Okay. So, rigorose Selbstordnung. Hier bin ich bei 52%. Kann ich mehrere machen? Kann ich. Ja, kann ich. Sehr gut. So, nur aber. Dann wollen wir jetzt mal zu der Gärtnerin gehen. Oder wir können auch erst zu Gart gehen. Wir kommen ja da an der Tür vorbei. Dann, da ist wieder das, wofür ich den Copyright-Claim gekriegt habe. Das Lied. Dann hoffen wir mal, dass sie mich diesmal in Ruhe lassen. Und wenn nicht, niedrige Moral, dann investiere Punkte in Willenskraft. Ja, wenn nicht, kriege ich halt noch einen und dann... So. Dann luppt man hin da. Die Küche hört noch nicht auf. Can I help you? Ich habe hier einen Schlüssel für den Müllcontainer. Thanks. I hope you found what you were looking for. Ich habe die Kleidung des Opfers gefunden. How strange. I certainly didn't put them there. Vielleicht erinnern sie sich einfach nicht mehr daran. Vielleicht sind die schlafgewandelt oder waren in einem Dämmerzustand. Könnte es sein, dass einer ihrer Mitarbeiter sie dort reingeworfen hat? Sylvie had the keys before I got here, and I can vouch for her. I can vouch for all my staff. None of us would tamper with the crime scene. Wer hat sonst noch einen Schlüssel für den Müllcontainer? The trash collection service, CS Municipal. I don't see why they would put anything in the trash, though. Gibt wenig Sinn, die haben ja die großen. Ah, the elusive CS Municipal. I doubt we'll be able to track down who was sent here last and when. This will have to be one of those little threats that solves itself down the road. Okay. Thank you anyway. Danke, reden wir über etwas anderes. Yes? Ich habe mit Sylvie geredet, sie ist meinetwegen gegangen und nicht ihretwegen. Wait, what? But what about the bird? The bird? Yes, the bird. I found it lying on the floor with a broken wing the morning she left. Die hat ihn nicht kaputt gemacht, das war ich. Ich habe ihn gegen die Wand geworfen. You broke the skewer! Sein Gesicht wird rot vor Wut, sein Hals ist von einem Ausschlag bedeckt. I assure you it was him. Na danke. Why on earth did you have to break the skewer? Sagen Sie es mir. I can't believe it. I was so sure it was Sylvie. Even worse, I thought she was trying to send me a message. Symbol of hope and all. A tender type of hope. Something stirs in you. Perhaps this is why you broke it. All right. Did she say anything else? About me, you know? Did she say anything about me? Sie hat gesagt, sie habe sich geschmeichelt gefühlt. Es sei einfach ein schlechter Zeitpunkt gewesen. Really? I should give her a call then. Der Mann ist sprachlos. Er wischt sich über die Stirn und starrt auf die Theke. Thanks, I guess. Was there anything else you wanted, or...? We were sort of hoping there would be a gun, an expensive jewel, or at least a sword in it for you, if you deliver the message. Oh well. Naja, auf Wiedersehen. So. Wer sonst hat unbefugten Zugang zum Müllcontainer des Whirling, findet diese Person, dann weißt du, wer sich am Tatort zu schaffen gemacht hat. Das kann eine Weile dauern. Okay. So, wir können auch einen neuen Fähigkeitspunkt. Suggestion. Da haben wir 0. Deswegen machen wir hier mal einen. So. Okay. So, Küche hat ja noch eine Viertelstunde zu. Dann
Gehen wir erstmal zu der Gärtnerin, fragen wegen Ammoniak. Und wenn die nichts hat, dann müssen wir nach dem Frité suchen. So. Hello again, officer. How are things? Haben Sie immer noch Ihre Salze? Ich glaube, die könnte ich gut gebrauchen. Sure. I'm done with them. Sie nimmt eine kleine Kapsel aus ihrer Brusttasche und gibt sie dir. Go easy on that stuff. It gave me a terrible headache. Okay, danke. Ich muss los. Oh. Okay. Okay. So, wollen wir das in einen Abwasch machen? So läuft er also schneller. Und schon wieder ist nur das Handsymbol da. Mann, das nervt langsam. There he still is, looking right through you with his white So, aber er ist eyes. The body 8%. below is entirely dedicated to that corpse smell. Emitting it is all it does now. Okay. Du lässt deine Nase los, ohne dich zu übergeben. The ammonia only makes it worse. The combination forces tears out of your ducts. You managed to keep it in once. Wow. The second time, not so much. Oh, When da the schon vomiting wieder. is done, your cheeks are wet with tears. Sag mal, mir hat dir gar nichts geholfen. Nor does the wind right now. Du spürst, dass dir der Lieutenant rhythmisch auf den Rücken klopft. I've seen strong men turn themselves inside out for hours. You are facing tough odds here. Alcohol withdrawal makes it considerably harder. Warum kann ich es nicht einhalten, wenn ich schon mein ganzes Leben lang Polizist bin? I've seen captains puke their guts out. It never gets easier. You never get used to the smell. Every Monday is cadaver day. Throw up, investigate. Throw up, initial autopsy. Throw up, baguette. Er klopft mir wieder auf den Rücken. Then drive to the station. Maybe throw up on the way there if you didn't bag the thing tight enough. Ihnen scheint das nichts auszumachen. I think I've lost my sense of smell. Es entsteht eine Pause. A white lie. Not being hungover helps too. Können wir denn nicht etwas anderes machen? Ich glaube, ich will jetzt gerade etwas anderes lösen. That's probably a good idea. Clear our head. But before we can do that, Er nimmt seine Hand von meinem Rücken und sieht mir direkt in die Augen. you need to get your shit together. In Ordnung. We should go talk to the locals. Find something else to do while the wind changes. It's pretty bad right now. You've gained a thought. When this dialogue is over, go to your thought cabinet and internalize it for special bonuses and effects. Give it half an hour. Get yourself together. Then come back and have another go. Also so gegen 1:30 nach 1. Okay. Wie heißt der? Volumetrischer Kackkompressor. Ein Scheiß ist aus den Fugen und das ist sowohl eines Bullen als auch eines Menschen unwürdig. Denn Scheiß sollte genau das Gegenteil sein, nämlich beisammen. Schön ordentlich und auf einen kleinen Bereich verdichtet. Um ein anständiges Scheißkompressionsniveau zu erreichen, solltest du deine Arschbacken für 30 Minuten zusammendrücken. Tu das gleiche mit deinen beiden Gehirnhälften. Rede mit Leuten. Vielleicht hilft das.
Okay. Okay. Na gut, dann, ja, der Kuno kann uns eh nicht helfen. Oh, warum muss das hier immer kommen? Blöde Musikstück. So. Da hatten wir schon geguckt, da ist ja nichts. So, dann können wir jetzt hier das Licht anmachen und halt gucken. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone, a pull-out toolbox, and the soft glow of the fuel preheater gauge. Kim, wie schalte ich die Scheinwerfer an? Alright. Ready? I turn, you press start. It's next to the preheater. Ich drücke auf Motor starten. The dashboard lights up with orange glow. The rounds per minute gauge jumps, and the engine of the Caprice Canadian comes to life with a whiny growl. Like a leopard waking from its sleep, yawning and roaring at the same time. Drücke auf den Knopf mit der Aufschrift Scheinwerfer. The lights unfold with a little click, casting electrical light onto the ground before the vehicle. There you go. I'll turn them off from the remote once you're done. We just need to stand in front of the machine now. As you hold your ledger's clip under the headlamp, an iridescent hologram appears. A street grid and the veins of a great river. A familiar sensation washes over you. There she is. Revachol West. In der Stimme des Lieutenants schwingt Stolz mit. Around the borders of the watermark are dozens, no, hundreds of micro-perforations. Ich betrachte das schimmernde Straßennetz. The rectangular watermark is overlaid with the logo of the RCM, and yet the major arteries of Revachol are all recognizable. They shimmer in the Kanema's headlights. Du wartest. Ich warte und sehe mich um. A rat brazenly darts past you and disappears amongst the stopped lorries. In the distance, a child somewhere shrieks. A woman reprimands her in a voice no quieter than the child's cry. Ah, Martinez. Sagt er und riecht die Luft. Wo genau sind wir hier? Ich zeige auf die Halogenkarte. Let me see. Er nimmt sich kurz das Fallbuch und inspiziert es. Right here. Sein Finger zeigt auf den oberen Bereich der Karte auf ein Küstengebiet, das in den Ozean herausragt. Ich bin mir sicher, dass ich schon schlimmere Orte gesehen habe. Oh yes. Coal City. Le Royaume. The Burnt Out Quarter. Okay, ich betrachte die Perforationen. There are many of them, and they are divided into 3 separate rows. Du siehst dir lieber etwas anderes an, oder ich zähle die einzelnen Reihen, um soll ich die lesen? Ja. Right. The meaning of the perforations remains opaque to you. Also ich muss jetzt. There are many of them, and they are divided into 3 separate rows. Dann zähle ich halt die The einzelnen first Reihen. row has 18 dots. Ja, wahrscheinlich auch. 18. The next is the longest. Also doch nicht. It runs all the way around the border, and then some. Ich zähle sie nacheinander. You count 216 perforations. Considering that nice, large number, a wave of pride washes over you. Though you can't say why, precisely. Mit der letzten Reihe. The last row has 3 perforations. 3? Mehr nicht? That's it. Hey Kim, was haben mal die Löcher zu bedeuten? Ich zeige auf die Punkte. Those are perforations. They represent your record as an officer of the RCM. They are your statistics, as it were. I should have guessed you'd keep a record. Officers often do. Let's take a look. Alpha male officers who are proud of their numbers often do. It's meant. The first row represents your years of service. 18 years. Okay, not bad at all. What did you do before you volunteered?
Ich mache das seit 18 Jahren. Auch zugelötet wie ein Megastar. Bin durchs Land gezogen und habe Huren und Lügnern das bevorstehende Ende prophezeit. Momentan verbleiben nur noch 9.855 Tage. Wahrscheinlich habe ich in irgendeinen langweiligen Bürojob gemacht, genau wie alle anderen Leute. Ich glaube, ich bin herumgelaufen und habe mich ständig entschuldigt. Glauben Sie ernsthaft, dass ich das weiß? Fair point. Let's move on, shall we? Ja, bitte. This next row, the one that wraps all the way around, is your number of closed cases. Closed is good. It means finished. You've got, let's see... Wow, more than 200. 216, um genau zu sein. It's quite a lot, even for someone who's been on the force for nearly 2 decades. Usually, clearing more than 10 cases a year puts you in the 90th percentile of all RCM officers. Früher war ich mal gut, das ist immer ein kleiner Trost. Wofür steht die letzte Zahl? Right. Those are your confirmed kills. You've got precisely 3 perforations there. Das sind nicht allzu viele. For an RCM officer, especially Precinct 41, which is in the Jamrock quarter, it's rather tame. I mean that in a good way. Okay. There are certain officers who treat their kills like some kind of ghoulish game. If they do happen to solve a case, it's usually by accident. Es ist offensichtlich, dass der Lieutenant nicht viel von diesen Polizisten hält. But it seems as though you are, or at least were, one of the good ones. So we have that to be thankful for. Haben Sie schon mal jemanden getötet, Kim? Yes. Sagt er, ohne weiter darauf einzugehen. Wie kommen Sie mit dieser Belastung klar? Everyone has their own method of coping. Some more effective or self-destructive than others. Er sieht mich vielsagend an. Personally, I find it helps to keep up a few hobbies. Beispiel? Oh, this and that. Let's not get into it now. Vielleicht sollte ich mir ein Hobby suchen. Why not gardening? You've already got the yellow gloves. Danke dafür. Ich schließe das Thema ab. The lieutenant nods. Okay, machen wir weiter. Ich stecke das Fallbuch weg. Right. I'll go turn off the lights. Er drückt auf die Fernsteuerung im Schlüssel. You can now see your statistics on your journal page, to the right of the task description. Superstar-Bulle. Mist. Ultraliberaler. Guter Böse, guter Kopf. Ehre. Oh. Okay. So, dann mache ich mal einen Zwischenspeicher. Besser ist. Einfach mal eine Schnellspeicherung. So, es ist jetzt 1. Das heißt, ich kann in die Küche. Sollen wir das erstmal machen? Ja. Bevor wir dann... Gucke mal da, die Küche ist auf. Die Teller trocknen, sie riechen nach Chemikalien und Kiefern. Geruch von Gewürzen, Alkohol und Tomaten hängt in der Luft. 1,15. Okay. A thin man is smoking below an exhaust hood, occasionally sipping from his mug. This must be the Whirling's cook. As you step in, he nods toward the table and says something in a completely foreign language. The only words you can make out are Goransi and Kubek. Was passiert? So. Als du hereinkommst, nickt er zum Tisch hinüber und sagt etwas in einer unverständlichen Fremdsprache. Achso, das habe ich hier gerade erzählt. Okay, it's definitely not his name. Whatever you do, please don't call him Goransi Kubek. Please. It's not funny. Okay. Guten Tag, haben Sie Zeit für ein paar Fragen? The man puts his cup down and replies something, his left hand drawing arcs in the air.
Sie haben hier ein paar beeindruckende Töpfe. He smiles and bangs his ladle against each of his pots in turn. It's almost like music, especially with the sounds of assorted dishes boiling and simmering on the stove. Okay. Mehr gibt's hier dann also nicht, ne? Na gut. You see a heavy steel door with a prominent dimple lock. It's painted blue. Ich möchte wissen, wo diese Tür hinführt. You do? It's a door in the back of the kitchen. Why do you care where it leads? Dieses Teil des Rolling Racks, irgendwas an diesem Hostel hat mein Interesse geweckt. Außer Betrieb. Vielleicht finden wir jetzt, was für die Ermittlung relevant ist. Yes. I suppose it's worth seeing if we can get in. Just to be thorough. As a side investigation. It's hardly a side investigation. You already have a name for it. Die Tür und ich, die eigentliche Ermittlung werden zu einer Stereo-Ermittlung verschmelzen. If you say so. Gart is the person to ask about this. The cafeteria manager. Okay. Dann muss ich schon wieder mit dem reden. Der mag mich ja so sehr. Can I help you? Gart, mir ist im Whirling noch eine Sache aufgefallen. Another thing. Great. I love those. Hinten in der Küche befindet sich eine geheimnisvolle blaue Stahltür. Oh, yes, that door, sure. There's nothing mysterious about it. It's just a door. Er zuckt mit den Schultern. Wissen Sie, was sich dahinter befindet? Verfügen Sie über... No, I don't have a key. I don't know how to get there. And I don't care either. It's not like I've been wondering about it for 10 years. It's just a frit warehouse, probably. Okay. Or some boring storage space with a bunch of old junk and dust. Junk and dust. Er streift mit seinem Finger über die Theke, um zu prüfen, ob die staubig ist. He's attempting to maintain an air of indifference. It's absolutely not convincing. Ich glaube, Sie wüssten gerne, was sich da hinten befindet. Fine, okay, a little. But my job doesn't leave me time for wondering about one locked door in one of the cafeterias I manage. So, I haven't opened it. I have cleaned the whole place 100 times over, though, after the animals. And I haven't found a key, so good luck with that. Okay. Yes? Auf Wiedersehen. Kunde die Geheimgänge. Ja, aber da muss ich da jetzt irgendwie erstmal reinkommen. Und da gab es nirgendwo mehr was. Okay. Dann gehen wir mal raus wieder. Ach Mensch. So, ja, ich würde aber auch sagen, wir gucken mal, was es da im Norden noch gibt. Und also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es Norden ist. Wird im Winter geschlossen, bitte Haupteingang benutzen. Gibt hier. Waren aus den Lastwagen liegen willkürlich verstreut in der Umgebung herum. Dann kann ich nichts nehmen. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss. Da geht es dann weiter das nächste Mal. Und ja, ich danke vielmals fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und ein Abo wäre auch nice. Und jo, wir sehen uns dann morgen wieder.
Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund, bleibt sicher. Bye bye, euer Toby.